Hallo, hallo! Heute ist das erste Video in meinem Vlog und heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie es so ist, einen Vlog anzufangen. Wisst ihr, es ist für mich sehr interessant zu sehen, wie man Vlogs eigentlich macht. Es ist was ganz anderes, als wenn man zum Beispiel einfach nur Videos zu Hause macht, wo die Kamera nur so steht und wo du nur eine Szene hast. Denn ich habe mir mal angesehen, welche Vlogs es gibt, was die Leute so machen und ich habe da gesehen, wow, es gibt so viele Dinge, die ich lernen muss, so viele neue Kameraperspektiven, die man benutzen kann. Es gibt so viele Effekte, die es gibt. Wie baut man einen Vlog auf? Es ist ganz anders als die Videos, die ich vorher gemacht habe und deswegen ist es auch eine neue Reise für mich. Aber ich bin eigentlich sehr froh darüber, ich finde das eigentlich sehr toll. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das angefangen habe. Es ist ein neuer Schritt für mich. Und heute möchte ich eine bestimmte Botschaft damit heraussenden. Und zwar, es ist einfach super, wenn man neue Dinge lernt. Man darf keine Angst davor haben, Neues zu lernen, einfach weiterzugehen. Weil das Leben ändert sich einfach und in anderen Lebensphasen macht man auch andere Dinge. Also bis vor einem Jahr war es für mich selber noch sehr schwer vorstellbar, mich vor eine Kamera zu stellen und diese ganzen Dinge hier zu machen. Es ist wirklich ein Entwicklungsprozess, wenn man anfängt auf YouTube sich anzumelden, dann vielleicht Videos zu machen und in die Sichtbarkeit zu gehen, also sichtbar für andere Leute zu werden. Das ist ein ganz neues Gefühl und das ist auch sehr ungewohnt. Aber natürlich, mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Und noch etwas anderes, wenn man sich mit YouTube beschäftigt, hört man einfach oft, ja, wenn du Videos machst, dann sollst du das einfach zum Spaß machen. Du sollst das wirklich machen, weil du es machen willst und nicht, weil du einfach dir denkst, ja, ich will damit jetzt schnell Geld verdienen oder irgendwas anderes machen, sondern es muss wirklich von hier kommen. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Also wenn man das nicht wirklich gerne macht und aus Spaß macht oder wenn man das wirklich machen will, dann hält man das nicht durch. Man kann nicht die ganze Zeit Videos machen, ohne dass man es will und sich mit den ganzen technischen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel, wie schneide ich Videos? Wie mache ich das Audio? Welche Kamera brauche ich? Welches Mikrofon brauche ich? Was mache ich im Video? Wie kann ich im Video natürlich sein? Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge und diese ganze Palette an Elementen, die du lernen musst, lernst du einfach in diesem ganzen Prozess. Und deswegen ist es für mich ein unglaublich interessanter Prozess, das alles zu lernen. Also ich habe vorher noch nie Videos gemacht, ich habe vorher noch nie Videos geschnitten, das Audio gemacht. Ich habe mir nie überlegt, wie ich ein Video aufbauen kann. Und es ist ganz wichtig zu praktizieren, einfach die Dinge zu machen. Nur durch Praxis kann man besser werden. Und deswegen haben auch, glaube ich, viele Leute Angst, ihre Videos hochzuladen oder mehr zu machen, weil sie sich denken, oh Gott, ich bin nicht gut genug, meine Videos sind schlecht. Und weil sie Angst haben, mehr Videos zu machen, werden sie nicht besser und das ist der Fehler. Deswegen muss ich ja auch viele Videos machen, ich werde viele Vlogs machen. Jetzt werden die Vlogs nicht so toll sein, wahrscheinlich werden die Effekte nicht so toll sein, auch die Perspektiven noch sehr rudimentär, aber das macht nichts, das ist ganz normal. Ich freue mich schon, mehr Videos hier zu machen und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Vlog-Video mit einem richtig coolen Thema. Bis dann!